Wir sind hier im Keller eines Heizhauses in Aurach, Ortsteil Fischbach-Au, das hauptsächlich die Funktion hat, den Aurachhof zu beheizen, früher Richterheim, wer das kennt. Es war ja keine leichte Entscheidung, sich an einen externen Wärmelieferanten anzuschließen. Wie ist der Entscheidungsprozess gelaufen? Mit einem Gutachten, was für ein Hotel unserer Größenordnung für Energieträger in Frage kämen, die wirtschaftlich und umweltmäßig unseren Ansprüchen da genügen würden. Und was da passt, wenn man jetzt dann sich vor Augen hält, dass wir für Gas schon mal überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, weil keine Gasanschlussmöglichkeiten waren, dann die Sonne, Wind und sowas auch technisch eigentlich ausgeschlossen. Dann blieb lediglich Pellets und Hackschnitzel. Und bei der Größenordnung unseres benötigten Heizungsvolumens wäre das Wirtschaftlichere dann eben Hackschnitzel gewesen. So war die Grundsatzentscheidung mal, wir brauchen eine Hackschnitzelheizung und haben dann eben nach Möglichkeiten gesucht, die zu realisieren. Letztlich war es der Herr Schreier, der sogar auf die Idee kam, wenn er ein Heizkraftwerk auf unserem Gelände errichten würde. Ich meine, wir haben jetzt Gott sei Dank ein relativ großes Gelände. Wir haben es dann als grundsätzlich mal für möglich gehalten, haben dann mit den Verantwortlichen der Gemeinde und dem Landratsamt mal Begehungen gemacht, haben den möglichen Standort besichtigt, das besprochen und es wurde grundsätzlich signalisiert, dass das sehr begrüßt wird, diese Lösung, und dass man uns da uneingeschränkt helfen würde. Daraufhin haben wir dann mit der Firma Schreier sind wir dann in eine engere Planung gegangen und wie man das so bewerkstelligen könnte. Wir haben dann das Modell eines Erbbaurechtsvertrages gewählt und die Firma Schreier errichtet halt in eigener Zuständigkeit und auf eigene Kosten dieses Heizkraftwerk und wir zahlen halt eine Anschlussgebühr und natürlich die laufenden Energiekosten. Ja. So kamen wir grundsätzlich zu diesem Modell hier. Und da ist natürlich letztlich eine Fernheizung mit einem Wärmetauscher und ein paar Tanks ist natürlich deutlich einfacher zu handhaben als irgendwelche Brenner und Transportschnecken und Ähnliches, die doch ein bisschen wartungsanfälliger und wartungsintensiver sind als so. Deswegen war uns letztlich also dann diese Fernheizung, die dann außerdem auch noch umweltfreundlich ist, weil sie mit Hackschnitzel betrieben wird, eigentlich ganz lieb. Und man muss auch preislich sagen, wir haben das dann, der Schreier hat halt seine Kalkulation gemacht, was uns die Energie kosten wird. Wir sind dann eigentlich dazu gekommen, dass es circa ungefähr die gleichen Kosten betragen würde, wie als wenn wir mit Öl weitergeheizt hätten. Ungefähr preisgleich. Jetzt ist ja im Tourismus schon immer so eine Geschichte, die Nachhaltigkeit spielt ja schon eine Rolle. Merken Sie das bei Ihren Gästen im Hotel, dass Sie darauf Wert legen oder ist das noch eine Nebensache? Also ich muss grundsätzlich sagen, die Gäste legen bei uns Wert darauf. Die beiden Hauptkunden, sage ich mal, die Notarvereinigung, also Notarkasse und Notarkammer und die bayerische Justiz, legen allerdings selbst großen Wert darauf, dass wir schon auch nachhaltig einigermaßen ausgestattet sind und Dinge. Wir merken es an dem Einzelgast daran, dass tatsächlich Sachen wie zum Beispiel, wir haben jetzt diese kleinen Fläschchen, die man so, also die Shampoos und die Seifen und das haben wir jetzt versucht zu ersetzen mit Spendern, die also ein bisschen, wo nicht so viel weggeworfen werden muss, weiter. Wird sehr positiv aufgenommen und wird sehr positiv von den Gästen nachgefragt. Sehr gut. Und da passt ja zusammen, dass Sie jetzt mit Biomasse das Hotel beheizen und damit nachhaltige Wärme beziehen. Vielen Dank, Herr Pfaff.